Ich bin auch schon zum 3. Mal jetzt dabei, darf zum 3. Mal hier meinen Beitrag leisten und habe mir ganz innovativ diesmal ein bisschen Verstärkung dazu geholt, mal was Neues. Andreas, wir wollen heute ein bisschen sprechen über das Thema. Achso, Entschuldigung. Ja. Ja, schau, erster Einsatzfehler. Security und Innovation. Erstmal so vielleicht so auf den ersten Blick so ein konträres Thema. Ich glaube, du hast eben schon gesagt, manchmal wird das Thema Security so ein bisschen als Hemmschuh betrachtet für Innovation. Und wir wollen mal so ein bisschen aufzeigen, wie wir das denn hier machen und wie das ganze Thema eigentlich so ein Booster für Innovation sein kann. Und im besten Fall ist es dann so ein Impuls für euch auch, wo ihr vielleicht das eine oder andere Thema mitnehmen könnt, für eure eigene Organisation, um, wir nennen es hier so, unsere Security-DNA aufzubauen und darauf basierend dann Innovationen oder ein innovatives Umfeld zu erzeugen. In diesem Sinne, genau. Aber du hast ein besseres Timing. Genau, alles klar. Also, wir sprechen gleich auch noch über Innovation. Wir müssen aber erstmal über Security sprechen. Und das Ding, das kann ich uns jetzt nicht ersparen, aber ich verspreche, danach geht es nur noch bergauf. Danach geht es nur noch besser. Ja? Okay, also schauen wir uns mal an, wie ist so der aktuelle Stand der Dinge. Ich habe mal so ein bisschen Auszüge aus aktuellen Threat Reports mitgebracht, die große Cybersecurity-Firmen veröffentlicht haben, um einmal den Stand der Dinge, ihr kennt es wahrscheinlich alle schon irgendwie, aber wir müssen das Thema echt immer wieder stressen, weil wir sehen, zum einen, das ist ein Report von RealQuest, die haben aufgezeigt, dass das Thema Manufacturing, also die Branche, aktuell Zielscheibe Nummer 1 ist für Initial Access Broker. Das sind die bösen Jungs, die euch den Haustürschlüssel klauen und den anderen bösen Jungs verkaufen. Ja? Damit die bei euch einbrechen, eure Daten verschlüsseln und dann Geld von euch fordern. Ja? Also Zielscheibe Nummer 1. Das BKA hat mittlerweile auch festgestellt, ja, nicht nur Manufacturing, sondern auch KMU-Unternehmen sind Zielscheibe von solchen Cyberangriffen. Und so ein bisschen als Root Cause, also quasi als Ursache, gilt das Thema Legacy-Systeme in der OT. Das kennen wir alle, ja, das ist ein Thema. Und zusammengefasst Priorisierung von Uptime versus Security. Weil wenn die Anlage steht, wenn der Shopfloor steht, dann kostet das richtig Asche. Ja, und dann wird an der einen oder anderen Stelle einfach mal gesagt, okay, wir verschieben das Patching. Ja? Wir haben eine Downtime, wir können kein Zero-Downtime patchen. Das hat natürlich wieder was mit Legacy zu tun, weil moderne Systeme auch patchbar sind, ohne eine Downtime, im besten Falle. So. Also, auf der einen Seite die Zielscheibe. Und jetzt habe ich nochmal so ein bisschen mitgebracht Angriffsvektoren, also wie kommen die bösen Jungs denn bei euch rein? Wer denkt denn, was so der größte oder der meistgenutzte Angriffsvektor ist für OT? Der Mitarbeiter. Bitte? Der Mitarbeiter. Der Mitarbeiter. Ja, genau so ist es wahrscheinlich. Seht ihr, es ist ganz klein, könnt ihr nicht lesen, aber es ist kompromittierte IT erstmal. Es geht gar nicht um OT, aber kompromittierte IT, um dann in die OT-Systeme zu springen. Vollkommen richtig. Und Punkt 2, unsicherer Fernzugriff. Also die Leitung, die ihr nach draußen habt, die auf dem Shopfloor draußen ist, für den Remote-Zugriff. Weil, auch da ist es so, entweder es gibt keine Systeme und dann ist immer so das Thema vom POC to Production. Ich kenne da ja was, damit können wir das ja machen. Ich nehme mal diese Lösung. Ach ja, und dann etabliert sich das so und dann hat man am Ende den Salat, dass wir halt eine nicht konfigurierte oder eine schlecht konfigurierte, eine nicht gepatchte und eine nicht sichere Netzwerkarchitektur und Remote-Zugriffslösung haben, die sich dann schon etabliert hat. Und dann passiert etwas, wie es Jaguar passiert ist, ganz aktuell, letzte Woche. Cyberattacke, 10.000 Mitarbeiter in England, Brasilien, Indien bleiben zu Hause, weil die Produktion stillsteht. Und mindestens genauso schlimm ist nämlich das Thema Lieferketten. 12, 13 Zulieferer direkt betroffen, ein großer Zulieferer auch mit 6.000 Mitarbeitern, Schicht. So, wenn du dann nicht diese Substanz hast, wie vielleicht eine dieser großen Firmen, dann hast du existenzbedrohende Lage, nur durch diese Lieferketten-Thematik. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir das erkennen und schauen, wie kriegen wir das denn in den Griff.
Na klar, Selbstverpflichtung und Bewusstsein schaffen ist super wichtig an der Stelle. Nichtsdestotrotz wissen wir alle, wahrscheinlich braucht es ein bisschen Nachhilfe, ein bisschen Regelungen von gesetzlicher Seite. Und da hat sich die EU, ihr werdet das Thema kennen, aufgemacht, schon vor Jahren, sich zu überlegen, okay, wie kriegen wir das Thema in den Griff? Und es gibt im Prinzip 2 Richtlinien, die dafür relevant sind. Das einmal ist das Thema NIS2, das haben wir eben schon gesehen. Das bezieht sich auf den Betreiber von kritischen Infrastrukturen. Aber implizit hängen wir alle da drin, weil wir sind Zulieferer für diese Betreiberorganisationen und am Ende des Tages werden die genau solche Themen auch von uns einfordern an der Stelle. Was müssen die tun? Die müssen sich darum kümmern, dass sie ein ordentliches Risikomanagement betreiben. Sie müssen Berichtspflichten erfüllen und so weiter. Und am Ende des Tages müssen sie dafür Sorge tragen, dass auf ihrem Shopfloor die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden. Damit man eben auch solche Dinge verhindert, wie wir es bei Jaguar gesehen haben. Und auf der anderen Seite gibt es den CRA, den Cyber Resilience Act. Der richtet sich dann eben an die andere Rolle, nämlich an die Hersteller von Produkten mit digitalen Elementen, so nennen sie das. Ganz wichtig, das ist nicht nur Hardware, das ist auch Software. Da geht es auch um Softwarekomponenten. Reine Softwarekomponenten fallen unter den CRA. Und dort sind die Hersteller von solchen Anwendungen halt gefordert, sich um Secure by Design zum Beispiel zu kümmern. Das heißt, über den kompletten Lebenszyklus meiner Software, meines Produktes muss ich sicherstellen, dass ich die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen und Aspekte einfach betrachte. Das ist ein wichtiges Prinzip der ganzen Geschichte. Und natürlich müssen die Hersteller, das Thema hatten wir eben auch schon mal, im Betrieb natürlich sicherstellen, dass die entsprechenden Updates auch erstellt und ausgeliefert werden. So. Bitte? Ja, genau, wir kommen jetzt noch, bereitgestellt, weil, okay, ja, bevor ich dazu komme, das ist auch nochmal ganz wichtig, ja. Also es gibt empfindliche Strafen für die Unternehmen, aber auch, ich glaube bei der NIS2 mit persönlicher Haftung für die Geschäftsführung, wenn man bei diesem Thema nachlässig ist. Und genau wie du sagst, es gibt unterschiedliche Rollen in dem Konstrukt und es geht immer nur gemeinsam. Ja. Letztendlich gibt es den Hersteller einer Maschine, einer Lösung, der muss dafür Sorge tragen, dass die Patches bereitgestellt werden, wenn er nicht der Betreiber der Lösung ist. Ja. Wir bei Symedia Hub zum Beispiel, wir sind für den Teil Remote Service natürlich der Betreiber der Lösung. Im SP1-Kontext ist das andersherum, da sind wir nicht der Betreiber der Lösung. Da müssen wir diese Dinge zur Verfügung stellen. Der Betreiber der Maschine, der Anlage muss natürlich dafür Sorge tragen, dass das, was am Ende auf seinem Shopfloor steht, den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen Genüge trägt und auch langfristig sauber bleibt. Das ist die Rolle und die Aufgabe des Betreibers. Und da gibt es natürlich noch die Lieferanten, die Komponentenhersteller, die zuliefern. In dieser Rolle sind wir auch als Symedia mit dem Symedia Hub mit einer Komponente für einen sicheren Remote-Zugriff und den digitalen Service, die natürlich sicherstellen müssen, dass, und das ist das mit diesem Einflussbereich hier gemeint, ja, das können wir im SP1 bis zu einem gewissen Teil machen. Für den Symedia Hub können wir das in Gänze machen. Und natürlich dann auch den Betreibern und den Herstellern abnehmen an der Stelle. Also, Summary. Es geht nur gemeinsam, alle müssen zusammenarbeiten, um eben diesem Thema Herr zu werden. Cyber Security und Resilienz zu erhöhen. Darum geht es im Prinzip in beiden Fällen einfach nur. So, jetzt kommen wir mal zu Symedia. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in unsere Organisation reinschauen. Das ist so ein bisschen das Impulsthema, was wir mitgebracht haben. Wie wir uns denn aufstellen und wie wir nennen es Security DNA, halt denken und wie wir euch als Hersteller und Betreiber unterstützen, am Ende des Tages auch das ganze Thema sichere Lieferkette halt auch umzusetzen. Die Basis für alles sind die Mitarbeiter. Das ist bei uns so, das ist bei euch so. Trotz Einzug von KI und so weiter und so fort ist das irgendwie noch alles People-Business. Und wir müssen schauen, achso, das ist dann die vorletzte Variante, egal, können wir so machen. Basierend auf den Mitarbeitern gibt es natürlich Prozesse, die Struktur und Konsistenz bieten für das, was am Ende bei rauskommt, nämlich sichere Software, sichere Produkte, sichere Mehrwerte für unsere Kunden. Wenn man sich das anschaut, was macht man so auf Mitarbeiterebene im Rahmen der sicheren Softwareentwicklung? Es geht darum, dass wir zum Beispiel
Secure Coding Fähigkeiten komplett in der ganzen Organisation ausbilden. Schon unsere Auszubildenden haben das als dedizierten Punkt mit drin, dass sie Methoden erlernen, wie man sichere Software entwickelt. Und unser Ziel ist es immer, deswegen steht da oben DNA, diese Themen so weit vom Expliziten zum Impliziten zu treiben, dass es Teil unseres täglichen Handels ist und nicht halt prozessual vorgegeben wird. Prozesse sind dort Hilfsmittel für uns, ja, die muss man haben, ja, aber am Ende des Tages ist es so, dass wir daran arbeiten, dass diese Prozesse irgendwann in tägliches Handeln hergehen, sodass wir nicht darüber nachdenken müssen, oh ja, Patch Management, das muss ich gerade überlegen, wie machen wir das gerade, sondern dass wir das tun, ja, dass wir nicht lange überlegen und diskutieren, sondern Dinge tun. Schönes Beispiel jetzt aus dem Sport, ich komme aus dem Schwimmen oder ich schwimme als Teil von meinem Triathlon und ich bin kein guter Schwimmer und ich habe die ersten Jahre lang im Wasser immer nur darüber nachgedacht, jetzt muss ich den rechten Arm so ziehen, gleichzeitig brauche ich einen Beinschlag machen, die Wasserlage achten und so weiter und so fort. Und das hat mich sowas davon abgehalten, in Ruhe zu schwimmen. Ich habe Wasser geschluckt und so weiter und so fort, bis es irgendwann mal Klick gemacht hat und dass ich halt nicht mehr über den Prozess nachdenke. Und das ist genau das gleiche Prinzip hier. Wir müssen diese Themen wiederholen, das muss sich einschleifen und wir müssen das im Prinzip implizit machen. Ich gehe nicht auf die ganzen Bereiche da ein. Wichtig für uns ist zum Beispiel aber noch Risikomanagement und Bedrohungsanalyse. Das ist was wir zum Beispiel, kommt ja noch durch die EEC-Zertifizierung, die wir erlangt haben, explizit gemacht haben, weil das ein Thema ist, was euch auf Kundenseite einfach hilft, indem wir offen mit den Angriffsvektoren, die dann nun mal da sind und den Bedrohungen halt umgehen und dann gemeinsam die entsprechende Lösung finden, weil es liegt nicht alles in unserem Einflussbereich. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und on top darauf, wie gesagt, um sichere Produkte zu entwickeln, gibt es halt entscheidende Mechanismen, die wir in unsere Produkte einbauen. Und am Ende des Tages fußt das aber alles auf diesem unteren Konstrukt, dass wir die entsprechenden Leute, die fähigen Leute an Bord haben und die entsprechenden Strukturen geschaffen haben, um diese innovativen Produkte zu entwickeln. Genau. Und jetzt würde ich mal an Andreas übergeben. Machen wir nochmal? Gibt es noch? Genau. Ja, genau. Das ist, hatte ich schon ein bisschen vorgegriffen. Ich meine, das kennt ihr, glaube ich, irgendwie schon. Die Nummer habe ich letztes Mal schon vorgetanzt, in Anführungsstrichen. Wir sind IEC zertifiziert seit über 3 Jahren für den unteren Teil. Prozesse und Mitarbeiter, das ist die 4.1. Wir können sicherstellen, dass wir sichere Software entwickeln und alles, was unser Haus verlässt, hat diesen Stempel, ja, und sorgt auch dafür, dass die Produkte sicher sind. Was aber neu ist, das ist nochmal wichtig zu erwähnen, ist unsere 3.3er-Zertifizierung für den Symedia Hub. Das ist nämlich die sichere Lösung, die dann bei euch zum Einsatz kommt, wo wir halt all diese Themen mit einfließen lassen und dafür Sorge tragen, dass ihr euch nicht über diese Themen Gedanken machen müsst. Ihr andere Themen, ja, die wichtig sind, auch im Bereich Security und nur im Bereich Security, aber für den Bereich Remote-Zugriff übernimmt die Symedia das an der Stelle. Weltweit einziges Unternehmen, die 3.3er-Zertifizierung hat. Einzig, ja, das ist ein guter Hinweis. Und was gibt es für ein besseres Stichwort? Ich möchte jetzt so ein bisschen auf die Innovation zu sprechen kommen. Und was gibt es für eine bessere Möglichkeit, außer das mit unserem Video mal einzuleiten, um so ein bisschen aus dem Security-Bedrohung rauszukommen und so ein bisschen Emotion zu transportieren. Vielleicht zwei Punkte vorweg. Das eine, wenn es um diese Einzigartigkeit geht, es gibt ja 2 große Schwerpunkte. Das eine ist die Multi-Tenancy und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema Tunnel. Da haben wir auch bei SP1 haben wir ein Patent drauf. Also das ist wirklich etwas, wo wir Innovation schon mal gemacht haben und jetzt aber in Kombination, ja, mit dem Security-Update, würde ich jetzt mal sagen, für unsere ganze Organisation wird da noch viel mehr ein Schuh draus. Also. The digital future is a journey. You want to be first in the race. You want to be faster. You want to be more efficient. You want to save time and money. You want to communicate, collaborate, connect. Now you can. Introducing Symedia Hub, one platform for all your demands.
multi-tenancy for all machines, for all operators and manufacturers, securely connected on the Symedia Hub. You can manage machines. You can coordinate people around them. You can share service cases. The Hub lets you channel all communication within your company and beyond for secure digital collaboration. Remote access opens the gate to a universe of opportunities. You can securely connect people to machines. You can manage applications and retrieve data for machine learning and AI. Symedia Hub lets you do this wherever you are, keeping full authority and full autonomy for secure digital collaboration. The race for the digital future has begun. Join the journey. Enter the Hub. So, das ist sozusagen das Intro dafür, ja, wenn wir sagen, und wir haben vorher, der Marius schon gesprochen von DNA. Und das ist etwas, worauf wir auch extrem stolz sind, weil es geht immer auch um die Expertise. Und wir sind jetzt 25 Jahre am Markt, also wenn es um Fernwartung geht, denke ich, wissen wir sehr, sehr gut Bescheid. Ja. Was Security betrifft, wussten wir immer schon gut Bescheid und haben jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt. Aber unsere Vision, warum machen wir das eigentlich, ist das Thema Collaboration. Eben die Kunden zusammenzubringen, sich vorher nützlich zu machen. Ja, dass ein Betreiber mit einem Hersteller gut zusammenarbeiten kann. Früher war das immer so vom Hersteller zum Betreiber und es war immer so ein bisschen Battle. Das haben wir versucht aufzulösen. Innovation im Sinne von, wir haben die Connectivity, wir haben die Security und das schafft die Basis, dass diese beiden Betreiber und Hersteller sich an einer Plattform treffen können, dass die Security gewährleistet ist und dass ein wirklicher Mehrwert entsteht. Innovation an sich, ich würde das mal so auftragen, ist ein Mehrwert und eine Einzigartigkeit. Ja, wenn man das jetzt als Koordinatensystem anschaut, haben wir einmal, ich bin der Einzige und mein Produkt hat einen hohen Wert. Jetzt gibt es da 4 Bereiche. Da haben wir einmal den Bereich, mein Produkt ist nicht besonders einzigartig, auch nicht viel wert. Ich meine, die meisten können sich daran erinnern, 2000 Dotcom-Blase, das ist der Dotcom-Friedhof. Ja. Weiß nicht, es gab mal zu Hundefutter, gab es mal Online-Dienste, Pets.com, MyPets.com, PlusPets.com, sind alle gescheitert, weil war nicht einzigartig und der Preisvorteil oder Convenience-Vorteil war auch nicht da. Ja, das heißt, da ist wirklich etwas zu tun, nur damit man es tut, hilft an der Stelle natürlich nicht. Dann gibt es den Bereich, hat hohen Wert, hohe Attraktivität, aber ich bin nicht der Einzige. Dann bin ich im Preiskampf. Ist nicht der schlechteste Bereich zu sein. Ja? Also Dell und die haben alle sehr viel Geld damit verdient. Aber es ist ein Groschengeschäft. Ich unterscheide mich mehrheitlich nur mehr über den Preis. Und dann gibt es natürlich auch noch den, ich habe was Tolles erfunden, aber niemand will es haben. Das ist mehr Liebhaberei, das ist jetzt auch nicht unbedingt in unserem Geschäft. Das Ziel ist natürlich, ich meine, McKinsey verrechnet dafür 500.000, ja, ich kann das hier einfach so verraten, ist hohen Grad an Einzigartigkeit und hohen Wert und Attraktivität für den Kunden. Ich glaube, da ist der Moment, wo Innovation entsteht. Produktseitig Einzigartigkeit im Sinne von mehr Mandantenplattform, gleichzeitig aber auch der Mehrwert, volle Autonomie, wertsteigende Geschwindigkeit. Wir haben es gehört, von 2 Stunden auf 15 Minuten. Ich glaube, ihr habt es mal gesagt, ihr habt den Setup-Prozess 5-mal beschleunigt. Also das ist tatsächlich ein Nutzen, der über eine gewisse Einzigartigkeit entsteht. Dann das Thema Security, auch nicht als Selbstzweck, sondern auch als Mehrwert. Erstmal
ist gar nicht schlecht, wenn man einen sehr hohen Standard hat und da nicht so viele vergleichbare Produkte hat. Gerade als kleine Firma ist das wahnsinnig wichtig, weil wir uns sonst mit Mainz 4 und wem auch immer rumschlagen, ja, sondern wir haben einfach gesagt, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, wo unsere Innovation entstehen kann. Die Sicherheit in der DNA, in den Köpfen der Mitarbeiter, ganz wichtig, und die Rechtssicherheit als Nutzen für den Kunden. Nicht als Bremsklotz, sondern hey, wenn du den Hub verwendest, kannst du das Thema NIS2 und CAA zumindest in diesem Bereich abhaken. Nicht in der Gesamtorganisation, da gibt es noch ein paar Meter, aber grundsätzlich ist man nicht schlecht, wenn man sagt, ich habe wenigstens einen Bereich, um den ich mich nicht kümmern muss. Ja? Und dann natürlich auch noch das Thema Zusammenarbeit, dass wir das weltweit können, umfassende Funktionen, und da sprechen wir dann von dem Mehrwert hauptsächlich für den Kunden. Ich bin ja fast ein bisschen neidig, dass der Kai das nachher präsentieren darf, weil da sind echt coole Sachen dabei. Ja? Und wir merken das auch, dass auf der Grundlage von Sicherheit und einem guten Konzept, wie man das tun kann, es leichter wird, Funktionen zu entwickeln. Ja, man muss nicht sagen, oh, jetzt habe ich eine Funktion, jetzt muss ich mir um die Sicherheit kümmern. Und dann habe ich so eine Checkliste. Ja. Wir wissen, wie wir das tun. Jetzt können wir uns wirklich darauf konzentrieren, was macht diese Funktion, wie hilft es unserem Kunden, wie schnell können wir es ausrollen und wie stabil läuft es für alle. Ja. Am Hub sind wir nämlich nicht mehr derjenige, der Lizenz verkauft hat, sondern wir betreiben das Ding, ja, für unsere Kunden, aber auch natürlich müssen wir das Ding am Laufen halten. Ja. Okay, das ist so ein bisschen die Innovationsbrille auf das Ganze. Ich glaube, der Marius wird noch mal ein bisschen in die Organisation hineinleuchten, was Voraussetzung ist dafür. Wir schauen noch mal rein, welche Aspekte denn dazu beitragen, dass man so eine Kultur, ist ein großes Wort, ein Umfeld schafft, um halt innovative Produkte zu entwickeln. Das erste, das ist im Prinzip schon das, was ich eben erzählt habe, Security DNA. Ja, wir bauen darauf, dass wir Dinge security-seitig implizit und richtig machen, was dazu führt, dass wir zum Beispiel in der Softwareentwicklung viel, viel freier agieren, ja, in Dingen, die uns nach vorne bringen, zum Testen, weil wir die Sicherheit haben, dass selbst Dinge, die relativ schnell zum Kunden rausgehen, diesen hohen Standard an Security einfach implizit mitbringen. Proaktive Bedrohungsabwehr, ja, erhöht die Innovationsgeschwindigkeit. Da geht es darum, dass wir uns schon vor Entwicklung damit beschäftigen, was ist denn die Bedrohungslage für die unterschiedlichen, man spricht da so schön immer von Assets, die man in einem System hat, in einer Softwarearchitektur droht. Ja. Und wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dann baut man von Anfang an schon mehr Dinge richtig. Ja, natürlich nicht alles, agile Softwareentwicklung, man hat Iterationen, man kriegt Feedback und so weiter und so fort, aber wir müssen das Feedback natürlich auch einsammeln in der Produktentwicklung. Und deswegen ist es für uns halt wichtig, dass wir, das ist Secure by Design, das ist ein Teil davon, dafür Sorge tragen, dass wir Dinge ausrollen können, ohne uns zu sehr Gedanken darüber machen müssen, ob das den entsprechenden Security-Ansprüchen halt entspricht. Eigenverantwortung, Entscheidungsmandat, ich meine, wir sind hier 62, 63 Kollegen bei Semedia, es ist eine tolle Größe und wir bauen auf maximale Autonomie und Entscheidungshoheit in den Teams. Ja, weil wir darauf vertrauen, ja, und es ist immer auch bewiesen, dass wir diese Entscheidung dort treffen müssen, wo die Experten sind. Ja, wenn ein Softwareentwicklungsteam sich überlegt, ich muss jetzt eine neue Datenbanktechnologie einführen, klar sollen wir da diese Themen challengen, aber am Ende des Tages sollte Andreas oder sollte ich hingehen und sagen, nee, das machen wir jetzt anders und so weiter. Wir haben diese Experten dort, die haben das Vertrauen und dementsprechend kommen wir nämlich zum hinteren Punkt auch, wir wollen ja über Vertrauen Motivation generieren und das Thema Ownership halt fördern. Wir haben Teams, die sagen, das ist meine Produktdomäne, das ist das, was ich entwickelt habe, das ist unser Baby. You build it, you run it, oder we build it, we run it, ist so dieses Mantra, das kennt der eine oder andere vielleicht. Nur wenn ich auch die Entscheidungshoheit habe, über Dinge in meinem Bereich zu entscheiden, übernehme ich auch später das Ownership. Weil wir auch mittlerweile Betreiber einer Softwarelösung sind und nicht nur Softwarelieferant. Entschuldigung, ganz kurz, es ist tatsächlich so, dass wir in unserem Prozess
eigentlich keine oder ganz wenig Hierarchien haben. Ja? Also ich sehe das als meine Hohlschuld, das heißt, ich bin dabei, wenn es eine Priorisierung gibt, wenn wir sagen, machen wir jetzt A oder B, da bin ich gern dabei, dann nehmen wir aber Sales, dann nehmen wir Produkt, nehmen wir einen Kunden mit. Ja? Und dann gehe ich ins Review, weil ich möchte wissen, was dabei hinten rausgekommen ist. Dazwischen, was ist mein Mehrwert? Ja? Wir versuchen wirklich es so auszudehnen, dass das Vertrauen dort ist, wo es wichtig ist und dass die Leute dann auch entsprechend entscheiden können. Ja? Und dass das nicht irgendwie überlagert ist. Ja. DevSecOps, so nennt sich dieses Organisationsmodell, das ist nicht was, das wir uns ausgedacht haben. Ich glaube, DevOps ist ein Ansatz, den kennen die meisten. Das ist im Prinzip nur die Erweiterung, dass wir halt auch Security über alle Phasen der Entwicklung inklusive des Betriebs halt mitdenken. Wir haben keine Silos dort, wir haben keine externen Security-Teams, wie man es früher gemacht hat. Die Good Cops und die Bad Cops. Und früher kam das Security-Team und sagt, das und das geht nicht und das müsst ihr anders machen und das dürft ihr nicht. Das funktioniert im SaaS-Betrieb sowieso nicht. Man kann das ausprobieren. Unsere Überzeugung ist, dass es nicht geht. Dass es nur geht über das Thema Ownership, indem wir die Leute ausstatten, Rückendeckung geben, dass sie die Entscheidung treffen und dann natürlich auch dafür die Bereitschaft haben, sich zu kümmern um ihr, wir nennen es schön, das Baby in der eigenen Produktdomäne. Wir kümmern uns auch um Security Operations, das ist ein wichtiger Teil. Wir lagern das auch nicht aus. Was nicht heißt, dass wir uns nicht auch Unterstützung von Experten holen, um dort schneller zu sein, um die richtigen Dinge zu tun. Aber am Ende des Tages gehört das genauso zu dem Ownership-Thema. Dadurch erhalten wir wieder Transparenz über das, was wir tun. Wir können schnelles Feedback inkorporieren und können dann darauf basierend wieder die entsprechenden Entscheidungen treffen. Also in Summe ist es People Business, ich habe es eben schon mal gesagt. Jetzt kommt diese Folie. Ich bin froh, dass wir es auf Deutsch gemacht haben. Jetzt müssen wir hier Purpose und Why und sowas draufschreiben. Das liest sich zumindest irgendwie jetzt nicht ganz so Buzzword-Bingo-mäßig. Was es eigentlich nur sagen soll, ist, wie gesagt, wir bauen darauf, hier bei der Symedia, dass wir die Leute befähigen und ausstatten, dort miteinander zu kollaborieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Ownership zu nehmen, Mut zu haben, innovativ zu handeln und basierend auf einer hohen Fehlerkultur, auf einer guten Fehlerkultur letztendlich dort voranzugehen. Jetzt ist dieses Diagramm, das soll so ein bisschen die unterschiedlichen Aspekte darstellen. Ich bin da nicht ganz glücklich mit dem Diagramm, aber jetzt kommt nochmal der Schwenk, weil, wie gesagt, manche Dinge, die schon immer gut waren, sollen auch gut bleiben oder auch wieder genutzt werden. Und dieses Diagramm könnte man auch in jedem anderen Kontext zeigen. Man könnte es auch an einer Sporo, an einer Sporthochschule zeigen, für den Trainerlehrgang. Ja? Und Sport ist ja immer eine schöne Analogie, die können wir, glaube ich, sehr gut irgendwie nutzen, um was Dinge ein bisschen plastischer zu machen. Genau. Wir machen Sport. Was fällt euch auf? Was für Sport würde der Andreas wohl wahrscheinlich machen? Was würde ich tun? Habt ihr eine Idee? Nicht dieses Wissen dürfen nicht mitspielen. Das ist ja unfair. Wer von uns macht Kraftsport? Kraftsport. Nein. Niemand? Wer macht Ausdauersport? Und wer macht Sport, der mit Schnelligkeit und Kraft und Mut zu tun hat? Genau. Okay. Der Andreas. Also genau. es ist raus. Wie man mir unschwer, oder man sieht das ja ein bisschen, ja, dass ich nicht Bodenturnen mache oder Synchronschwimmen. Aber ich wollte einfach nur, Sportanalogien sind ja hoch im Kurs, deswegen wollten wir das auch nicht darauf verzichten. Kurz vorgestellt, ja, Eishockey ist ein relativ komplexer Sport. Ja, also das sind so Typen wie ich. Ich habe hier geschrieben, Durchschnittsgröße 1,85, Gewicht 90. Stimmt beides bei mir nicht, leider. Aber es drückt ein bisschen aus, da ist Masse in Bewegung. Ja. Wir haben 40 km/h Geschwindigkeit am Eis, wir haben 180 km/h Puckgeschwindigkeit beim Schuss. Beim Passen nicht ganz so, aber ähnlich. Und das Feld ist nicht besonders breit, das Eis ist ungefähr so hart wie Beton. Ja. Der Riesenvorteil und vielleicht ein bisschen Security-Anleihe, ja, es ist der Mannschaftssport mit den besten Protektoren und Schutz, den es gibt. Also die Eishockeyspieler sind am besten geschützt von den Teamsportarten. Ja. Vielleicht eine kleine Anekdote.
Weiß jemand, was ein Suspensorium ist? Also das soll die unteren Weichteile beschützen. Ist im Eishockeyverband seit 1926 verpflichtend. Weiß jemand, seit wann der Helm verpflichtend ist? Seit 1986. Also, ob das was über den Sport aussagt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es geht um Kraft, es geht um Stabilität, es geht um Technik. Es ist unheimlich viele Facetten sind da drinnen, Laufen, Passen, Schießen, Übersicht. Es geht relativ rasch zur Sache. Ich meine, wenn 40 und 40 km/h zusammenkommen, sind wir bei 80. Ja. Das heißt, das ist auch dann schon so, dass man am besten den Kopf oben hat. Ja. Jetzt wollte ich das gerne so ein bisschen einen Eindruck vermitteln. Darf ich mal? Wie das denn so ist. Und ich würde dieses Video am Anfang ein bisschen kommentieren, uns dann quasi auslaufen lassen. Moment, ich mache mal ein bisschen leiser, weil sonst versteht man mich nämlich nicht. So, also, worum geht's? Vorbereitung ist alles. Ja? Stärke, Agilität, ja, Stabilität, unglaublich wichtig. Ja. Also man sagt, der Eishockeyspieler wird im Sommer gemacht. Ja. Das heißt, man muss sich sehr, sehr, sehr gut vorbereiten. Wenn es dann einmal losgeht, gibt es wenig Zeit zu überlegen. Ja. Und manchmal ist es echt hart. Ja. Also meistens fair, nicht immer. Aber es ist auch eine Analogie in der Organisation als resilient. Ja. Man muss sich vorbereiten auf den Impact. Der kommt, garantiert. Und das Beste ist eben, wenn man sich vorbereitet, genau, man muss vorbereitet sein, muss den Kopf oben haben und aufstehen danach wieder. Ja. Also wenn sowas passiert. Aber wenn man das aushält, ja, und wenn diese Mannschaft einem Ziel folgt und wenn sie sozusagen Selbstvertrauen haben, ja, dann ist es mit der schönste, schnellste Mannschaftssport der Welt. Und dann entstehen richtig coole Dinge. Ja. Ich habe da schon immer wieder auch das Gefühl zu einem Team. Ja, wenn du vorbereitet bist, wenn du weißt, dass es auch hart sein kann und wenn du gelernt hast, wie du damit umgehst, dann ist Erfolg mehr und öfter möglich. Ja. So. Und jetzt muss ich mit einem Bekenntnis überleiten. Ja, also ich habe ja jetzt bei der NHL, bei der besten Liga der Welt Anleihen. Es gibt Footage von mir selber, aber das wollte ich euch nicht antun. Das sieht nicht ganz so aus. Ja. Ich finde es cool, aber der Mario, herhalten, ne? Genau. Aber der Marius, der macht das tatsächlich selber. Also genau, Hut ab. Das jetzt nicht, ja? Die meisten, die mich kennen, ich habe da eine andere Favorite-Sportart, und zwar ist es bei mir der Triathlon. Und was für das Eishockey natürlich treffend ist, irgendwie Härte, Schnelligkeit ist wichtig für Innovation. Aber am Ende des Tages, das bringt es dir, wenn du nach dem ersten Check gegen die Bande liegen bleibst und nicht mehr aufstehst. Ja, genauso wichtig ist, Selbstvertrauen zu haben in deine eigene Stärke, das ganze Thema Resilienz, ne? Also nach Problemen, nach schwierigen Situationen wieder aufzustehen und die entsprechende Ausdauer zu haben, das Pacing, die Balance zu finden, ja? Und auch durchzuziehen. Stick to your plan, sage ich nur. Dafür ist, glaube ich, Triathlon ein ganz gutes Beispiel. Ja, das ist Ironman Triathlon, da geht es um 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon laufen an einem Tag und nacheinander, ohne Pause. Und das letzte Mal war ich dort im Juli, Anfang Juli in Roth. Das ist weltweit die bekannteste und größte Ironman-Veranstaltung, die es gibt.
Da sind 3600 Teilnehmer. Ich habe mir natürlich auch entsprechend das vorgenommen. Ich mache den Sport schon sehr, sehr lange, bin da auch einigermaßen ambitioniert unterwegs und naja, ich nehme euch mal kurz mit in 1,5 Minuten auf meine Reise durch diesen Triathlon-Wettkampf in Rot. Ich muss mal kurz gucken, dass ich hier gleich auf die Pause-Taste komme. Also. Los geht's zum Schwimmen. Also, das ging relativ schnell, die 3,8 Kilometer Schwimmen. Für mich hat es sich ganz anders angefühlt. Ich bin da aus dem Wasser gekommen bei 1 Stunde 19 für die 3,8 Kilometer. Ich hatte mir an dem Tag vorgenommen, 15 Minuten schneller zu schwimmen. Und das ist in Relation schon ein ganz schönes Ding. Ich hätte gedacht, das ist ein ganz gerader Kurs, in dem Kanal schwimmen, total easy. Ich habe noch nie so viel Wasser geschluckt. Nach 200 Meter habe ich einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen, meine Brille ist weggeflogen. Ich musste mich an der Seite, man kann sich da zum Glück an der Seite so hinstellen, weil das relativ flach ist. Einmal schütteln, gut, Brille wird aussetzen, versucht weiter zu schwimmen, keinen Rhythmus gefunden. Teilweise Brust geschwommen, was eigentlich nicht notwendig ist, weil man viel, viel langsamer auch unterwegs ist. Aber egal, ich bin erstmal raus aus dem Wasser, gucke natürlich auf meine Sportuhr hier. 1,19, oh nee, scheiße. Okay, aber es ist ein langer Tag, ja. Vertrauen auf seine Stärken. Ich wusste genau, jetzt kommt Radfahren und da bin ich gar nicht so schlecht unterwegs. Achso, jetzt hat er das nochmal. Aber das war ja nicht lange jetzt. Danach kommt nämlich das Radfahren. 180 Kilometer in 2 Runden. Und dann gab es dort den sogenannten Solara Hill. Das ist jetzt wirklich nur ein Hügel, mit so 5-6% Steigung, 1,5 Kilometer lang. Aber das ist Tour de France-Feeling. Man fährt von unten da hoch. Ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle. Du siehst nicht, wo du langfahren kannst, wenn du unten bist. Ne? Und auf einmal öffnet sich diese Menschenmasse und dann fährst du da hoch. Und dann gibt es Leute, die versauen sich an diesem Stück, weil du zweimal hoch musst, das komplette Rennen. Weil sie da hochballern, ne, stick to your plan, halt kein vernünftiges Pacing haben. Ne? Und das ist, wie gesagt, für uns als Organisation genauso. Und natürlich wollen wir nach vorne gehen, wollen wir innovativ arbeiten, wollen wir Progress haben und so weiter und so fort. Aber wir müssen auch unsere Hausaufgaben machen und wir müssen immer eine gute Balance halten. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut gemacht da, weil ich bin, es kommt gleich jemand, nach circa 4 Stunden und 59 Minuten, ich wollte unter 5 Stunden fahren, vom Rad gestiegen. Das hat so ganz gut funktioniert. So, dann gab es den kleinen Marathon hinten drauf. Und das ist jetzt, glaube ich, bei Kilometer 35 war es, ich weiß gar nicht so genau. Da ging es vorher noch 2 Kilometer hoch. Und da ist dann wirklich nur noch Überlebenskampf. Ja? Das ist einfach nur noch Kopfsache. Die Beine, das ist alles, ich sag mal so, zerstört in Anführungsstrichen. Aber das hält man nur durch, indem man im Prinzip diese Resilienz vorab über Jahre trainiert hat. Ich hatte allein in der Vorbereitung dafür irgendwie 1000 Trainingseinheiten gemacht in 10 Monaten, um eben genau dort noch zu laufen. Das sieht jetzt für euch gar nicht so nach Laufen aus, es ist auch nicht mehr super schnell gewesen. Ich bin da auch ein bisschen enttäuscht gewesen, als ich das gesehen habe, hier das Video. Ich kann das auch noch einen Tacken schneller, aber das war das Maximum, was rauszuholen. Aber ich bin halt gelaufen. Ja, und wenn man anfängt zu gehen, dann purzeln die Minuten. Und ja, am Ende wird man halt dann häufig mit Erfolg belohnt. Ich durfte mit meiner Family irgendwie einlaufen. War natürlich mega zufrieden und war am Ende des Tages auch noch 10 Minuten schneller als vor 10 Jahren, wo ich das letzte Mal gemacht habe. Das heißt, ich habe die Zeit vor dem schlechten Schwimmen wieder aufgeholt. Also darauf vertraut, dass das, was man sich irgendwie antrainiert hat, was man weiß, was man gut kann, auch durchziehen kann. Das war so ein bisschen meine kleine Journey. Nee, also Rekord liegt bei 8 Stunden irgendwas. Also wir sprechen von 25% mehr nur. Das ist schon harter Tobak. Also kann ich nur meinen Hut ziehen. Ich hab eine Anleihe genommen. Man tut, was man kann, genau. Ja, dementsprechend sind wir auch schon zum Ende. Kleiner gekommen. Impuls von unserer Seite.